Ich war schon immer extrem fasziniert von den Ablaufbergen, wenn ich sie auf anderen Anlagen gesehen habe. Ich selbst hatte bei mir nie die Gelegenheit, beziehungsweise den Platz, sowas zu realisieren. Und man soll ja nicht alles aufschieben, was man im Leben vorhat. Und deshalb bin ich hingegangen, hab mal wieder unseren Wohnzimmertisch abgeräumt, hab ein paar Kisten aufgemacht, die Blechgleise auf den Tisch gepackt, alles ein bisschen gesäubert. Und hier sind dann auch zum ersten Mal die Blechbrücken zum Einsatz gekommen, die ich vor geraumer Zeit schon mal vorgestellt hatte, dieses Paket. Und habe versucht, das mal hier so in die Wege zu leiten, dass das in der Praxis auch wirklich funktioniert. Aus Platzgründen, denn unser Wohnzimmertisch ist leider nur 1 Meter breit, war es leider nicht möglich, hier noch mehr drumherum zu bauen, sondern es ging im Grunde genommen nur der kleine Ablaufberg mit immerhin 5 Abstellgleisen und eine Außenrunde, sodass man hier den Zug zumindest noch mal im Kreis fahren lassen kann. Ansonsten hätte ich da gerne noch mehr drumherum gebaut, aber das hat diesmal nicht geklappt. Das Ganze analog mit den Handweichen bzw. die Dreiwegweiche, die ich hier eingebaut habe, um noch ein bisschen Platz zu sparen, wird von mir auch von Hand geschaltet und das Einzige, was elektrisch ausgelöst wird, ist das Entkupplungsgleis im oberen Bereich. Denn das war zu mühselig, bei jedem Wagen hinzugehen und wenn er an der richtigen Position ist, das Ganze auch mit Hand auszulösen. Das Ganze hat einen Moment gedauert, bis ich hier die richtigen Höhen hatte und den richtigen Winkel auch zum Ablaufen, sodass die Wagen einigermaßen bis hinten hinlaufen, aber auch nicht so hinten dagegen zimmern, dass sie hier die Prellböcke hinten rausreißen. Und nach ungefähr einer halben Stunde Testen hat das Ganze dann endlich gepasst. Und so ist es möglich, diesen Güterzug jetzt fast automatisch in seine Einzelteile zu zerlegen. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und nachdem der erste Zug zerlegt ist, haben wir hier natürlich gleich den zweiten angefahren. Und alleine für das Geräusch von dem Entkupplungsgleis hat sich der ganze Aufwand hier gelohnt. Es gab dann von Märklin passend zum Ablaufberg auch ein sogenanntes Abdrücksignal von Märklin, die 7043. Hier ein Bild aus dem 1961er Katalog. Und da wurde das damals auch zum letzten Mal angeboten. War unverhältnismäßig teuer. Die anderen Signale haben da eigentlich weniger gekostet. Ich habe nach dem Signal mal geguckt. Das wird in dem Sinne auch extra geschaltet, nicht direkt mit dem Entkupplungssignal bzw. Entkupplungsgleis gekoppelt. Gebraucht kostet das ab 50 € und da ich nicht weiß, ob ich einen Ablaufberg später auf meiner Anlage dann wirklich integrieren kann, habe ich mir das bis jetzt auch noch nicht zugelegt. Und hier das Ganze dann nochmal aus der anderen Perspektive.
Und aufgrund der beengten Platzverhältnisse musste ich allerdings hier darauf verzichten, die fertig zusammengestellten Züge jetzt unterhalb des Entkupplungsgleises abfahren zu können, sodass wir sozusagen wieder über den Katzenbuckel drüber hinwegfahren müssen. Ursprünglich habe ich hier eine Baureihe 74 eingeplant, die hat es allerdings nachher nicht mehr geschafft, die neu zusammengestellten Züge wieder die Steigung hochzuziehen, sodass ich dann hier auf eine V100 ausweichen musste, die das Ganze dann aber problemlos geschafft hat. Was gar nicht so einfach war, war die Auswahl der Wagen, denn die mussten ja so ungefähr ähnlich vom Abrollverhalten her sein, von den Laufeigenschaften. Ich hatte dann auch hier die Vierachser versucht, die Erzwagen bzw. die vierachsigen Tankwagen. Wenn sie über das gerade Mittelgleis abgelaufen sind, hat das noch relativ gut funktioniert. Allerdings haben die Vierachser dann Probleme gemacht, wenn sie über die Weichen nach rechts und links weggeleitet wurden und die Bogen fahren mussten. Da hat dann ein bisschen Gewicht gefehlt, beziehungsweise der Reibungswiderstand der vier Achsen war dann wahrscheinlich zu hoch, sodass sie nicht allzu weit gerollt sind. Dann müsste man diesen ganzen Ablaufberg wahrscheinlich noch wesentlich steiler gestalten. Allerdings würden dann die gut laufenden Zweiachser wahrscheinlich viel zu schnell den Abhang hier sozusagen runterrollen. Deswegen habe ich auf die Vierachser verzichtet. Genauso hatte ich ältere Wagen, die haben dann mit den Kupplungen Probleme gemacht. Das heißt, die haben nicht sauber entkuppelt, beziehungsweise unten dann nicht mehr sauber gekuppelt, sodass ich dann hier ein bisschen aussortieren musste und die ungeeigneten Wagen dann sozusagen hier nicht zum Einsatz gekommen sind. Im Großen und Ganzen ist es aber eine richtig spaßige Sache. Ich werde versuchen, dass ich das später auf der nächsten Anlage in irgendeine Form integrieren kann. Ich werde jetzt hier noch ein paar Züge zerlegen. Bis das Video nachher eingestellt ist, ist die Anlage wieder abgebaut, denn es ist ja leider der Wohnzimmertisch. Das Ganze hier nochmal optisch und akustisch zum Genießen, so wie Modelleisenbahn früher einfach mal war. Und diesen ganzen neumodischen Schnickschnack einfach nur zum Spaß haben. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.